Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder ein Video mit Laura und mir zusammen und ich habe mal wieder ein paar Phrasen aus unserem Alltag gesammelt und über genau die werden wir heute sprechen. Also, let's go! Und wie immer sprechen wir in diesem Video ganz authentisch unsere Muttersprache, das heißt in der Geschwindigkeit, in der wir auch privat miteinander sprechen. Für euch ist das eine super Hörverstehensübung. Am besten ihr guckt euch das Video mehrmals an, aktiviert die Untertitel und versucht es auch unbedingt ohne Untertitel und ihr werdet merken, wie schnell ihr euch verbessert. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir, Laura. Ich habe mir alle Ausdrücke mal wieder aufgeschrieben und kategorisiert. Und heute sprechen wir über Ausdrücke mit dem Wort Sache. Also Phrasen, die das Wort Sache enthalten. Okay? Sache ist ja mal ein sehr allgemeiner Begriff. Ne? Es ist die Sache und das kann ja alles sein, also ein Gegenstand sein. Und das merkt man auch in den Phrasen, dass das wie eine Variable im Prinzip ist und alle Sätze unterschiedliche Bedeutungen haben. Also das ist eigentlich ganz interessant. Naja, okay. Ich habe passend dazu die erste Phrase, komm mal zur Sache. Okay. Komm mal zur Sache. Ja, man sagt häufig auch, komm zum Punkt. Also jetzt sag endlich das, was du sagen willst. Red nicht lang drum herum, sondern sag das, was du eigentlich sagen wolltest. Ohne nach links und rechts abzubiegen, sondern einfach auf den Punkt zu kommen. Genau, ne? Es gibt ja manchmal Personen, die, wenn sie Geschichten erzählen, wirklich, also bei Adam und Eva anfangen und also es wirklich sehr ausführlich beschreiben, wo man sich denkt, hey, jetzt komm mal zur Sache, um welchen Punkt geht's dir eigentlich? Ja. Genau, also das kann man dann sagen, komm mal zur Sache, ist also ein Imperativ, das heißt wieder mit Ausrufezeichen am Ende, eine Aufforderung. Jetzt komm mal zur Sache. Ja, genau. Super. Okay, nächstes ist voll bei der Sache sein. Also zum Beispiel, ich bin gerade voll bei der Sache. Ja, das heißt, ich bin gerade total konzentriert auf irgendwas. Wenn du arbeitest oder vielleicht irgendwas aufschreibst oder Deutsch lernst oder so und du bist total konzentriert, dann sagst du, jetzt bin ich gerade wirklich voll bei der Sache. Bitte stör mich nicht. Ich bin gerade konzentriert bei der Sache. Genau. Wir sagen dazu immer der Tunnelmodus. Ja, dass man also wie in so einem Tunnel ist. Man schaut nicht rechts, man schaut nicht links, Handy sondern weg. ist Handy weg, ne, sondern man ist wirklich ganz fokussiert bei der Arbeit. Dann sagt man, ich bin voll bei der Sache. Also mein voller Fokus ist bei dieser einen Sache. Ja, genau. Ich bin voll bei der Sache. Ein anderer Ausdruck ist in eigener Sache. Ich mache etwas in eigener Sache oder ich sage etwas in eigener Sache. Ah, okay. Das heißt, weil es mich persönlich betrifft. Also ich sage irgendwas aus eigenem Interesse, weil es mich in irgendeiner Weise betrifft. Also wenn du jetzt überlegst, ich dachte gerade, man ist in einer Vorlesung an der Uni oder so und der Professor erzählt erst seine Vorlesung, also es geht erst um ein bestimmtes Thema und dann am Schluss gibt er noch irgendeine persönliche Information, die Einladung zu seiner Abschiedsfeier oder irgendwie so. Dann sagt er am Ende, okay, und jetzt in eigener Sache möchte ich euch zu dieser Feier einladen. Ja, genau, absolut. Und ich habe gerade dran gedacht, als wir angefangen haben, unsere Deutschkurse anzubieten, dann haben wir auch unseren Freunden gesagt, hey, wir haben noch Werbung in eigener Sache. Wir bieten jetzt Deutschkurse an, falls ihr jemanden kennt, der Deutsch lernen will und so weiter. Also so, ne, dass man Werbung für sich selbst macht. Also genau, man hat ein persönliches Anliegen, man hat einen persönlichen Wunsch. Genau, so in eigener Sache. Ja, genau, es betrifft einen persönlich. Genau. Okay, das nächste ist einer Sache auf den Grund gehen. Aha. Also da steckt schon das Wort drin, der Grund. Also man möchte den Grund von etwas herausfinden. Du möchtest so ein bisschen recherchieren, warum ist es so, wie es ist? Was ist denn der Grund für diese Sache? Dann gehst du der Sache auf den Grund. Hast du ein Beispiel? Ja, ich glaube, dass das ja oft so Geschichten sind, wo man nicht genau weiß, wo da der Ursprung ist. Ne? Also wenn irgendwie so was ein bisschen geheimnisvoll ist, dann sagt man so, der Sache muss ich auf den Grund gehen. Also da muss ich nochmal nachforschen, sozusagen, wo das herkommt. Weiß nicht, wann sagt man das? Wenn man recherchiert, also das ist auch ein Verb, das man häufig benutzt, man recherchiert, man sucht Informationen, weil man wissen möchte, warum irgendwas so ist. Ja, genau. Also wenn man wirklich was genau analysieren will und wissen will, warum ist das so. Ja.
Okay, gut. Dann ein Ausdruck, die Sache ist geritzt. Die Sache ist geritzt. Okay, vielleicht sollen wir erstmal erklären, was geritzt bedeutet oder ritzen. Ich habe da als erstes an ein Stück Holz gedacht, in das man bestimmte Sachen einritzt. Also vielleicht ein Schriftzeichen oder ein bestimmtes Muster mit einem Messer oder einem bestimmten Werkzeug. Das Holz eben so bearbeitet, dass man zum Beispiel einen Text lesen kann. Das heißt ritzen oder einritzen. Und wenn jetzt die Sache geritzt ist, dann heißt das, es ist definitiv so. Ja. Also es ist geklärt, es steht einfach fest, es ist bestätigt. Genau. Ja, absolut. Die Sache ist geritzt. Man kann das auch nicht mehr rückgängig machen, Ja, ne? genau. Sondern es ist so, die Sache ist sicher, es gibt keinen Weg zurück, ja. sozusagen. Ne? Die Sache ist geritzt. Ja. Hast du ein Beispiel für eine Situation, wo man das sagen könnte? Ja, ich würde sowas wie einen Umzug oder so. Ne, wenn man irgendwie eine Wohnung sucht und das ist ja am Anfang immer alles sehr unsicher, kriegt man die Wohnung oder nicht. Und wenn man dann aber den Mietvertrag unterzeichnet hat, dann kann man sagen, okay, und jetzt ist die Sache geritzt. Es gibt kein Zurück mehr, der Vertrag ist unterschrieben, auch bei der Arbeit zum Beispiel, wenn man eine Arbeitsstelle bekommt oder so. Genau, da würde ich das sagen. Ist geritzt. Man sagt oft dann auch, das ist jetzt schwarz auf weiß, oder? Ja, stimmt. Also quasi schwarze Schrift auf weißem Papier, wie so ein Vertrag. Ja. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist Genau, das sagt man dann oft im Kontext Verträge. Ne? Ja. Also, weil man ja eben auch meint, man hat da unterschrieben und das ist jetzt fertig. Und wenn eine Sache geritzt ist, muss auch kein Vertrag dahinter stecken. So, ne? Also es kann ja irgendwie auch sein, weiß was ich man nicht. ausgemacht hat, mündlich. Ja, oder genau. irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Okay. Und das Letzte ist, man kann einer Sache nichts abgewinnen. Einer Sache nichts abgewinnen können. Okay. Das heißt, dass man mit irgendwas nicht so viel anfangen kann, weil es einem vielleicht nicht gefällt oder weil man irgendwie kein Interesse hat oder so. Ich dachte jetzt an eine Situation oder klassisches Beispiel Kunst. Manche Leute lieben Kunst und Museen und können da total viel damit anfangen und können stundenlang im Museum stehen und die Bilder anschauen. Und andere Leute sagen irgendwie so, naja, also okay, der hat da 2 Striche gemalt und fertig. Ja, ja. Ja, Und dann könnte man sagen, okay, der Sache kann ich jetzt nichts abgewinnen. ja genau. Also ich sehe da keine Kunst. Ja. Das ist einfach irgendwie nicht so mein Fall. Ja, genau, richtig, ja. Und dann kann man das sagen. Ja, okay, vielen Dank, das waren die Ausdrücke. Ich wiederhole vielleicht einfach nochmal, was wir hatten. Das erste war, komm mal zur Sache. Genau. Also kommt zu dem Punkt, den du eigentlich sagen willst. Genau. Voll bei der Sache sein. Sehr konzentriert sein. In eigener Sache. In eigenem Interesse. Einer Sache auf den Grund gehen. Den Grund für etwas herausfinden. Die Sache ist geritzt. Etwas ist bestätigt, definitiv. Und einer Sache nichts abgewinnen Ja, können. wenn man sich nicht so sehr für irgendwas interessiert. Ja, genau. Ja, sehr gut. Okay, das war's mit dem Video. Du kannst jetzt testen, ob du alles richtig verstanden hast, weil wir nämlich ein paar Quizfragen für dich vorbereitet haben. Also mach gerne mal den Test und schreib uns in die Kommentare, ob du alles richtig beantworten konntest. Und genau, ansonsten hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren. Dann seid ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder dabei. Ne? Genau. Okay, bis zum nächsten Mal.